Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Es freut mich sehr, dass ihr viele Fragen stellt und auch tolle Anregungen habt. Japanisch ist eine besondere Sprache mit 3 verschiedenen Zeichensystemen. Und viele von euch wollten wissen, ob man alleine mit Hiragana durchkommt oder ob es auch eine Pflicht wäre, Katakana oder Kanji-Zeichen zu lernen. Deswegen möchte ich euch heute erzählen, wie das überhaupt funktioniert. Hiragana. Hiragana sind die Zeichen, die die meisten zuerst lernen. Sie sind rund und relativ einfach zu lesen. In der Vorschulzeit wird alles in Hiragana geschrieben und erst ab der Grundschule lernt man die weiteren Zeichen Katakana und Kanji. Katakana. Die Katakana-Zeichen werden für die Begriffe benutzt, die einen ausländischen Ursprung haben. Wie zum Beispiel Game, Game, Spoon, Spoon, also Löffel, Arubaito, Teilzeitarbeit, kommt von dem Wort Arbeit, Fried Chicken, Fried Chicken, solche Begriffe. Manchmal auch so Soundwords, aber darüber vielleicht ein anderes Mal. Von Hiragana und Katakana gibt es jeweils 48 Zeichen und die einzelnen Zeichen stehen für eine Silbe, wie zum Beispiel Ka, A, Sa, Ta, La und so weiter. Hier seht ihr kurz die Übersicht von Hiragana und Katakana. Kanji. Die Kanji-Zeichen sind mit Abstand am kompliziertesten. Ein Kanji-Zeichen kann mehrere Hiragana-Buchstaben in einem zusammenfassen und hat eine oder mehrere Bedeutungen. Das Wort Yama heißt Berg und besteht aus 2 Hiragana-Zeichen. Mit Kanji-Zeichen sieht das so aus. Zusammengefasst in einem. Natürlich möchte man wissen, ob es nicht ausreicht, Yama in Hiragana-Zeichen zu schreiben, aber das macht erstens den Satz kürzer und auch meistens lesbarer. Wenn mehrere Kanji-Zeichen dann in einem Satz vorkommen, sieht es natürlich noch extremer aus. Ein wirklich heftiges Beispiel wäre dieses Zeichen. Allein dieses Zeichen steht für Uma no Hanamuke, sprich 7 Buchstaben. Und das bedeutet dann Abschiedsgeschenk oder Abschiedsfeier für Reisende machen. Habt ihr verstanden, warum der Satz etwas kürzer wird? Mit dem Einsatz von Kanji-Zeichen wird die Trennung deutlicher. Hier mal ein Beispiel mit einem Zungenbrecher. Da sieht man ganz viele Wiederholungen und man weiß nicht, wo die Trennung überhaupt sind. Aber mit einem Kanji-Zeichen sieht das so aus. Dann wird es deutlich, dass der Satz heißt: Im Hinterhof sind 2 Hühner und im Garten sind 2 weitere. Es gibt außerdem auch ein Lied, das Naisu Naisu heißt. Wörtlich heißt es ein nicer Stuhl. Aber würde man da zum Beispiel kein Katakana und auch kein Kanji einsetzen, sieht das so aus und das könnte einfach nur nice nice heißen. Diese Worttrennung macht den Satz einfach viel leserfreundlicher. Ohne solche Trennung wäre es so, als würde man einen Satz im Deutschen ohne Groß- und Kleinschreibung und ohne Leerzeichen bilden. Ein kleines Beispiel wäre sowas. Das kann entweder ohne hinzufügen oder ohne hinzufügen heißen. Ohne Leerzeichen ist es einfach quasi unlesbar und man versteht den Sinn überhaupt nicht. Außerdem sind Kanji-Zeichen gut, um mehr Wörter zu verstehen. Nehmen wir mal das Wort Shokubutsu, die Pflanze, und das Wort eng für Park oder Garten. Würde man die beiden Wörter zusammenfügen, entsteht das Wort Shokubutsu-en, also Pflanzengarten, das steht also für den botanischen Garten. So ähnlich wird das ja auch im Deutschen gemacht, dass man halt mehrere Wörter zusammenfasst, wie zum Beispiel das Rindfleisch-Etikettierungs-, Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Yes! Bis zum Abschluss der Oberschule lernt man genau 2136 Kanji-Zeichen. Diese Kanji-Zeichen gehören zur Kategorie Jōyō-Kanji. Wer diese Jōyō-Kanji lernt, versteht auch das Vielfache an Wörtern. Allerdings heißt es noch lange nicht, dass man die Kanji-Zeichen immer einsetzen sollte, nur weil man sie kennt und kann. Unter Umständen könnte der Text dann sehr steif wirken, als würde da ein Philosoph reden.
Man sollte sich also immer fragen, ob der Text für die Leser gut lesbar und verständlich ist. Vor allem wenn es um Kanji-Zeichen geht, das man nicht in der Schule gelernt hat. Aber das Gefühl kommt später, wenn man die ganzen Kanji-Zeichen lernt, liest und oft eingesetzt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, die 3 Zeichenarten Hiragana, Katakana und Kanji zu kennen, wenn man die japanische Sprache lesen oder schreiben möchte. Ich hoffe, ihr habt auch verstanden, warum, und falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr sie halt unten im Kommentarfeld schreiben oder mir auf Instagram folgen und auch eine Direktnachricht schicken. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video und auch in späteren Videos wieder und ich sage Matane! 簡単日本語終わり